Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer ersten Videofolge zum Thema Grobfuttersilierung. Das Ziel der Videoserie ist, Ihnen die theoretischen Grundlagen vom richtigen Erntezeitpunkt bis hin zur Siloentnahme praktisch zu veranschaulichen. Denn die Silierung ist das aktuell am weitesten verbreitete Konservierungsverfahren für Grobfutter in unseren Breitengraden. Bei der Silierung wird Grobfutter mit Hilfe von Fermentation in einen lagerfähigen Zustand überführt. Ziel ist es, Silagen bester Qualität und mit minimalen Verlusten an Energie und Inhaltsstoffen zu erzeugen. Dabei sind die einzelnen Futterpflanzen aufgrund ihrer Zusammensetzung unterschiedlich gut für die Silageproduktion geeignet. Die im Folgenden erläuterte biologische Silierung bedeutet die Konservierung von feuchtem Futter unter Sauerstoffabschluss durch bakterielle Milchsäuregärung, sprich durch Milchsäurebakterien. Diese biochemische Umsetzung ist sehr verlustarm. Rund um den Grashalm gibt es viele Bewohner, die wir mit bloßem Auge nicht sehen können. Zuerst die Milchsäurebakterien, MSB. Das sind die Lactobacillen, kurz Lactos, sozusagen die Guten, die Milchsäure produzieren und unsere Heroes sind. Sie lieben Zucker, ob mit oder ohne Lufteinfluss. Und hier kommen alle Konkurrenten der Lactos, die uns Probleme bereiten können. Da gibt es Enterobakterien, kurz Enteros. Zu diesen gehören zum Beispiel die Salmonellen und Escherichia coli. Sie leben fast überall. Sie lieben ebenfalls Zucker. Sie wandeln diesen in CO2 und Wasser um, solange Sauerstoff verfügbar ist. Sauer dagegen mögen sie es nicht so sehr. Die Buttersäurebakterien oder Clostridien, in der Abbildung Butos genannt, befinden sich im Boden. Sie mögen keine Luft. Damit sie schlechte Zeiten überdauern, bilden sie Sporen, mit denen sie sich gut geschützt verteilen. Auch sie lieben Zucker und daraus machen sie die unangenehm riechende Buttersäure. Sie lieben es feucht, sauer dagegen nicht. Die Hefen. Hefen sind vom Brotbacken und Bierbrauen bekannt. Sie lieben Zucker und Luft, woraus sie Gas produzieren. Ob sauer oder nicht, mit beidem kommen sie klar. Und nun noch die Schimmelpilze, die Sporen abgeben. Sie lieben Zucker und benötigen Luft, aber nur wenig Feuchtigkeit. Das heißt, es kann auch fast staubtrocken sein. Apropos Staub. So wie dieser verteilen sich Schimmelsporen durch die Luft. Zucker ist beliebt unter Lufteinfluss. In der Anfangsphase der Silierung gibt es ein ziemliches Gerangel der 5 Hauptgruppen um Zucker. Aber wodurch unterscheiden sich die Gruppen jetzt nochmal? Die wesentlichen Unterschiede finden wir in der Säuretoleranz, im Sauerstoff und im Wasserbedarf. Bei der Silierung ist zunächst noch eine Menge Sauerstoff verfügbar. Dann sind diese 4 Gruppen unter Umständen sehr aktiv. Die Hefen, Schimmel, Enterobakterien und Milchsäurebakterien. Gemeinsam ist ihnen, dass sie unter Sauerstoffeinfluss die vorhandenen Zucker ganz oder teilweise zu Wärme, Kohlendioxid und Wasser veratmen und zum Teil die Proteine abbauen. Um im Grobfutter diese Stoffverluste und Proteinabbau zu vermeiden, müssen möglichst rasch anaerobe Verhältnisse ohne Luftsauerstoff hergestellt werden. Das passiert durch Verdichtung und Luftabschluss. Mit abnehmendem Sauerstoffgehalt nimmt auch die Aktivität der aeroben Mikroorganismen ab. Gleichzeitig werden die Milchsäurebakterien bevorteilt, die nun zu ihrer eigentlichen und gewünschten Aktivität übergehen, nämlich der Produktion von Milchsäure. Allerdings können bei zu langsamer oder zu geringer Ansäuerung die Buttersäurebakterien als Konkurrenten aktiv werden. Buttersäurebakterien produzieren aus der Milchsäure und aus Zucker die Buttersäure und bauen Proteine ab. Der geringere Säureeffekt der Buttersäure konserviert das Grobfutter allerdings wesentlich weniger als die Milchsäure. Die Sporen der Buttersäurebakterien können außerdem bis in die Kuhmilch gelangen, mit resultierenden Problemen zum Beispiel bei der Käseproduktion. Und damit sind wir beim Thema pH-Wert. Im Laufe der Silierung sinkt der anfängliche pH-Wert von ca. 6, was nahezu neutral ist, in Richtung pH 4. Das zukünftige Futter wird also sauer. Während dies die Hefe- und Schimmelpilze wenig beeinträchtigt, werden Buttersäure und Enterobakterien mit sinkendem pH-Wert stetig stärker gehemmt. Wie beeinflusst das Anwelken, also das leichte Vortrocknen auf dem Feld, die mikrobielle Aktivität? Buttersäure, das Produkt der Butos, ist vornehmlich in nassen Silagen anzutreffen. Auch Hefen benötigen ausreichend Wasser, um zu wachsen, allerdings nicht so viel. Schimmel hingegen wachsen insbesondere auf trockenerem Futter, zum Beispiel auf Heulage, wenn die Ballen beschädigt oder geöffnet sind.
Daher begünstigen Bedingungen um die 30 bis 35% Trockenmasse die Aktivität der Milchsäurebakterien. Nachdem wir einige wesentliche Mikroorganismengruppen kennengelernt haben, kommen wir nun zurück zur Futterpflanze und ihren Eigenschaften. Pflanzen eignen sich unterschiedlich gut zur milchsauren Vergärung. Die Eignung innerhalb einer Art wird zudem über den Vegetations- und sogar über den Tagesverlauf beeinflusst. Wenn man diese Eigenschaften der Pflanze einschätzen kann, lassen sich entsprechende Maßnahmen ergreifen, um den Silierverlauf günstig zu beeinflussen. Das heißt, um den Milchsäurebakterien den Vorzug zu geben gegenüber ihren Konkurrenten. Woran können Sie sich als Landwirt orientieren? Kommen wir zunächst zur Grundformel, die einem einen ersten groben Anhaltswert über die aktuelle Silierbarkeit geben kann. Hierbei geht es um den Vergärbarkeitskoeffizienten (VK) nach Weisbach. Das Z steht dabei für den Gehalt an Zucker bzw. wasserlöslichen Kohlenhydraten. PK steht für die Pufferkapazität, also den Widerstand gegen eine Ansäuerung. TM ist der Trockenmassegehalt, zu dem das Pflanzenmaterial einsiliert wird. Um den Zuckergehalt Z zu bestimmen, schicken Sie am besten wenige Tage vor dem geplanten Schnitt eine repräsentative Probe von Ihrem Grüngut ins Labor ein. Analytisch gesehen besteht Z aus verschiedenen Zuckern, wie zum Beispiel Glucose, Fructose, Saccharose und Fructanen. Zucker ist die erste Nährstoffquelle für die Mikroorganismen. Die Milchsäurebakterien wandeln diesen Zucker in die konservierende Milchsäure um. Dazu lässt sich anmerken, dass Futtergräser in unseren gemäßigten Breiten normalerweise einen höheren Zuckergehalt als krautige Pflanzen haben und insbesondere Weidelgräser auf einen erhöhten Gehalt gezüchtet wurden. Auch ist im ersten Schnitt in der Regel eine höhere Zuckerkonzentration vorzufinden als in den Folgeschnitten. Über Nacht baut sich der Zuckergehalt ab und steigt im Laufe des Tages in der intakten Pflanze an, wobei gegen Mittag die günstigste Zeit für den Schnitt ist. Die Pufferkapazität, PK, die ein Maß für den Widerstand der Pflanze gegen die Ansäuerung darstellt, hängt mit den puffernden Substanzen zusammen, die in der Pflanze enthalten sind. Salze von organischen Säuren wie zum Beispiel Apfel- und Zitronensäure, Mineralstoffe und Proteine haben eine puffernde Wirkung. Daher haben Leguminosen wie Klee und Luzerne die höchste Pufferkapazität, Mais und Sorghum hingegen die geringste. Außerdem puffert an der Pflanze anhaftende Verschmutzung gegen die gewünschte konservierende Ansäuerung. Deshalb sollte eine Verschmutzung der Pflanzen vermieden werden. Der Trockenmassegehalt TM nimmt im Laufe der Vegetation zu. Für die Mikroorganismen erhöht sich dadurch der sogenannte osmotische Druck, wobei Gärschädlinge wie Clostridien, also Butos, empfindlicher dagegen sind. Durch schnelles Anwelken lässt sich bei passendem Wetter der Trockenmassegehalt erhöhen, wodurch gleichzeitig die Zuckerkonzentration im Anwelkgut steigt, sofern die Veratmung begrenzt wird. Der Vergärbarkeitskoeffizient, der sich daraus ergibt, lässt sich folgendermaßen einordnen. Unter 35 schwer silierbar. Das Material hat zu wenig Zucker bzw. eine zu geringe Trockenmasse. Ab 35 mittelschwer bis leicht silierbar. Ausreichend Gärsubstrat vorhanden. Welche Faktoren spielen außerdem eine Rolle? Zum einen Nitrat. Nitratreicheres Futter neigt weniger zur unerwünschten Buttersäuregärung, da Nitrat während der Silierung zu Nitrit und Stickstoffmonoxid umgesetzt wird. Auch bei verhaltener Düngung steigt der Nitratgehalt einer Pflanze immer dann an, wenn sie nach der Düngegabe, zum Beispiel aufgrund von Trockenheit, nicht wächst. Die Buttersäurebakterien werden zu Beginn des Siliervorgangs gehemmt, wenn aus Nitrat als Zwischenschritt der Denitrifikation nitrose Gase entstehen. Zum anderen der Besatz an effektiven und effizienten Milchsäurebakterien. Auf der Pflanze befinden sich in der Regel bereits Milchsäurebakterien, die für die gewünschte Milchsäuregärung im Silo verantwortlich sind. Allerdings kann der Besatz oder die Keimzahl an Milchsäurebakterien zum ersten Schnitt in einem kalten, feuchten Frühjahr noch sehr gering sein. Ebenso wirken sich stark trockenheitsgestresste Pflanzenbestände negativ auf den Besatz aus. Das bedeutet, dass die natürlich vorhandenen Milchsäurebakterien nicht konkurrenzstark genug sind gegen mögliche Gärschädlinge. Silierhilfsmittel können dabei unterstützen, schwierige Siliervoraussetzungen bis zu einem bestimmten Grad zu überwinden. Um zu entscheiden, welches Siliermittel wann angewendet werden sollte, wurde in Gremien der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft DLG ein Entscheidungsbaum entwickelt. Dieser ist online verfügbar und hilft, Schritt für Schritt zum geeigneten Mittel zu finden. Was hilft neben Erfahrung und Wissen, um jedes Jahr neu den optimalen Schnittzeitpunkt zu bestimmen?
Erntezeitpunktprognosen, die den Wachstums- bzw. Reifeverlauf aufgrund von aktuellen regionalen Wetterdaten modellieren, geben einen guten Anhaltspunkt, um den Zeitraum für den ersten Schnitt einzugrenzen. Dazu bietet das LFULG online für jede Region in Sachsen eine Einschätzung während der Vegetationszeit. Das entbindet natürlich nicht von der eigenen Inaugenscheinnahme und Berücksichtigung der Eigenheiten der Feld- und Grünlandschläge. So, das sind in aller Kürze die wichtigsten Stellschrauben zur Siliereignung. Es gibt die Möglichkeit, die Silierbarkeit eines Futterpflanzenbestands schnell und zum Teil auch direkt auf dem Betrieb zu testen. Diese einfachen Schnellmethoden stellen wir zum Nachmachen in einem weiteren Video vor. Wir wünschen Ihnen einen guten Siliererfolg.